Ich freue mich ja so. Vor allem, weil der Papa dann endlich beweisen kann, was in ihm steckt. Oder glaubst du, Papa wird Alexander niemals akzeptieren? Wenn ich das wüsste. Kann mir mal einer sagen, was hier los ist? Aber ja, doch, Barbara. Ach, dann sind Sie also Barbara. Christoph hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Ich will gar nicht auf die Weltreise verzichten. Und ich will auch nicht hier bleiben. Und vor allem will ich kein Kind. Cleo. Du willst also gar kein Kind? Doch, eigentlich schon, aber im Moment ist... Momentan passt es dir nicht in den Kram, weil du weg willst. Das war doch nur so eine Idee, das war bevor du schwanger warst. Und seitdem du es weißt, machst du mir hier den glücklichen Vater vor. Ja, was soll ich denn machen? Du warst völlig begeistert von dem Kind. Ich war begeistert davon, eine Familie zu haben mit dir. Ja, Mann, das haben wir doch! Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass deinem Kind, das du nicht willst, einen glücklichen Vater nehmen kannst. Das kannst du dir sparen. Da uns nie festgestellt, dass ich überhaupt nicht schwanger bin. Jetzt bist du frei, entbunden von jeglichen Verpflichtungen, hier zu bleiben. Pferd in der Halle. Das ist typisch Nils. Macht das sowas öfter? Naja, seit ich ihn kenne, hat er so verrückte Einfälle. Auf Borneo hat er mal so ein Pferd mit in die Kneipe gebracht. Da können wir froh sein, dass das Pferd ihn mit in den Salon gebracht hat. Barbara, warum bist du denn so humorlos? Weil ich diesen Auftritt unmöglich finde. Das war ein harmloser Spaß. Harmlos? Hast du vergessen, dass du wegen dem Pferd beinahe ins Krankenhaus gemusst hättest? Da hört der Spaß auf. Barbara, an dem Unfall war ich doch selbst schuld. Es war leichtsinnig von mir, zu einem fremden Pferd in die Box zu gehen. Es war leichtfertig von ihm, ein dressiertes Pferd in einen fremden Stall zu stellen, zu hoffen, dass nichts passiert. Oh, das ist auch einer seiner verrückten Einfälle. So, alles klar. Gypsy ist gut untergebracht. Woher kennen Sie sich eigentlich? Christoph und ich? Aus Borneo. Ah ja, in der Bar, wo Sie das Pferd dabei hatten. Nee, das mit dem Pferd war später. Eigentlich habe ich ihn auf einem einsamen Dschungelpfad so aufgelesen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte einen Unfall. Und wenn Nils nicht gewesen wäre, er hat mir das Leben gerettet. Ist was Wichtiges dabei? Nein, trotzdem danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Ich bitte dich. Dann sehe ich dich doch wenigstens mal. Ja, und du kannst mir helfen. Schweizer Berg mit 10 Buchstaben, am Ende ein N. Keine Ahnung. Wieso guckst du nicht im Atlas nach? Ach, den hat Uli doch in die Schule mitgenommen. Ja, dann musst du wohl warten, bis er zurück ist. Nein, das geht nicht. Heute ist Einsendeschluss. Und bei dem Preis, da kann ich doch nicht warten, ob Uli pünktlich nach Hause kommt. Wieso? Was gibt's denn zu gewinnen? Ach, 2 Wochen für 2 Personen in Zermatt. Ist er nicht das Matterhorn? Schweizer Berg mit 10 Buchstaben, am Ende ein Matterhorn. Ja. Passt. Ja. Sonst noch was? Nein, das war das Letzte, was ich für das Lösungswort brauchte. Und du glaubst wirklich, dass du gewinnst? Ja, natürlich. Warum sollst du nicht auch mal Glück haben? Und du? Du kannst ja auch eine Karte ausfüllen. Ach, das geht nicht. Wieso? Wegen Alexander. Wenn ich wirklich gewinnen würde, dann müsste ich ihn nämlich bei der Jobsuche alleine lassen. Ja, aber du hast doch gesagt, er hat was in Aussicht. Ja, die haben im letzten Moment abgesagt. Oh. Ich bin's. Hallo? Hallo, Papa. Hallo. Bist du nun mal so vorbeigekommen, oder? Ich bin gekommen, weil ich die Post holen wollte. Also ein Kurzbesuch. Tut mir leid, Oma.
Aber du siehst es ja selbst. Und ob ich jemals wieder hier wohnen werde, das hängt davon ab, wie du dich in Zukunft Alexander gegenüber verhältst. Musste das sein? Ja. Jessica hat recht. Du kannst manchmal unglaublich stur sein. Jetzt lassen Sie einfach mal in aller Ruhe noch mal drüber reden. Cleo! Dann eben nicht. So wie die sich aufführt, kann man wirklich meinen, sie ist schwanger. Was hast du denn erwartet? Ach komm, jetzt warte einfach ein paar Tage und dann wird sie sich schon wieder beruhigen. Hoffentlich. Sag mal, wenn sie dich ließe, was würdest du ihr denn dann sagen? Na klasse, du glaubst also auch, dass sie das Kind nicht wollte? Hey, nein, ich meine nur, dass ich aus eigener Erfahrung weiß, dass ungewollte Kinder nicht gerade die glücklichsten sind. Hey, wenn du das Kind nicht wolltest, dann hättest du es Cleo sagen sollen. Das wärst du ihr und eurem Sohn schuldig gewesen. Tochter. Wenn schon. Cleo und eine Tochter. Das wäre schon klasse. Na also, wenn du es so sagst, dann wird sie dir bestimmt sagen, dass du... Ja, dass ich keinen Bock auf die Verantwortung hatte. Und dass mir die Reise gerade recht gekommen ist. Alter Brummbär. Meinst du, sie wird überhaupt noch mal irgendwann mit mir reden? Ja, klar glaube ich das. Ja, Optimist. Vor mir der Urwald, um mich herum Mangrovensümpfe und hinter mir die finstere Nacht. Und plötzlich erhalte ich über Funk die Meldung, dass der Monsun einsetzt. Und was das bedeutet, das kannst du dir nicht vorstellen. Nein, wie sollte ich auch? Ja, in der Regenzeit, da werden die Sandpisten durch den Urwald stellenweise unpassierbar. Und da empfiehlt es sich sofort, die nächste Ortschaft anzufahren und sich einem Konvoi anzuschließen. Was hast du gemacht? Sagen wir so, ich hab's versucht. Aber dazu musste ich erst mal den Jeep auf diesem schmalen Pfad wenden. Sie müssen sich das so vorstellen. Also, der Weg, ja? Jetzt nicht breiter als der Wagen. Und auf der einen Seite befand sich ein tiefer Abgrund. Ja, ich setze also den Wagen zurück. Und in dem Moment kommen die Räder über die Böschung, rutscht ab, der ganze Wagen überschlägt sich und alles Weitere weiß ich nur noch aus den Erzählungen von Nils. Ich komme aus der Gegenrichtung, ja, sehe den Wagen da auf dem Dach liegen und Benzin läuft aus und Christoph sitzt so eingeklemmt, so hinterm Steuer, ne? Tja, also ich also runter, ne? Ja, und ziehe an ihm so, was das Zeug hält. Kaum sind wir ein paar Meter weg, da entzündet sich das Benzin und Ratatatzong fliegt uns die Scheißkarre um die Ohren. Tja, wenn Nils nicht gewesen wäre. Ja, da wäre ein anderer vorbeigekommen. Oder auch nicht. Warum hast du denn mir nichts davon gesagt? Ich wollte dich nicht beunruhigen. Außerdem, es gab wichtigere Dinge zu besprechen. Gibt's noch? Warum sind Sie denn nach Deutschland zurückgekommen, wenn ich fragen darf? Aber wegen Gypsy. Ich muss mich einfach mal bei ihr blicken lassen. Wissen Sie, Pferde sind nämlich sehr nachtragend, wenn man sie zu lange allein lässt. Frauen übrigens auch. Bleibst du über Nacht? Gern. Wenn ich nicht störe. Um Gottes Willen. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Und wenn Sie Ihr Pferd aufs Zimmer nehmen wollen, dann tun Sie das ruhig. Jetzt beruhig dich wieder. Du hast gut reden. Ich möchte dich mal sehen, wenn dir dein Vater knallhart ins Gesicht sagt, dass du unerwünscht bist. Bestimmt wäre ich genauso wütend und enttäuscht wie du. Aber andererseits... Was? Naja, eigentlich hat dein Vater was gegen mich. Nicht gegen dich. Ja, wir gehören zusammen. Also ist alles, was er gegen dich hat, auch automatisch gegen mich gerichtet. Lieb von dir, dass du es so siehst, aber... Kein Aber. Papa muss das endlich begreifen. Und er muss lernen, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Und wenn er das nicht tut? Dann wird er eines Tages allein in seiner Wohnung sitzen. Du weißt, was du da sagst. Ja. Aber du kannst doch meinetwegen nicht mit deinem Vater brechen. Wenn er mir keine andere Wahl lässt... Ich rede mit dir noch mal. Vergiss es. Er wird dich nicht mehr reinlassen. Woher willst du das denn wissen? Weil ich Papa kenne und weiß, wie stur er sein kann. Also gut. Red du mit ihm noch mal. Dir wird er bestimmt nicht die Tür vor der Nase zuschlagen. Da bin ich mir noch heute nicht mehr so sicher.
Willst du nicht sagen, dass es dir leid tut? Es gibt nichts, was mir leid tun müsste. Ach, du kannst doch nicht weitergehen. Wenn Jessica es so will, ich kann gut damit leben. Ja, das sieht man. Ach, Walter, mir kannst du doch nichts vormachen. Du vermisst Jessica doch. Stimmt's? Naja. Dann sag ihr das. Das mache ich auch. Erst wenn sie diesem Kerl den Laufpass gegeben hat. Ja, also das kannst du nicht von ihr verlangen. Wieso nicht? Jessica liebt Alexander. Und wenn sie ihn deinetwegen verlässt, dann wird sie dir irgendwann den Vorwurf machen, dass du ihr Glück zerstört hast. Unsinn. Sie wird mir dankbar dafür sein, dass ich sie vor einem großen Fehler bewahrt habe. Oh, wenn du so sicher bist, dass Alexander nicht der Richtige für sie ist, dann lass sie es doch selbst herausfinden. Oder hast du Angst, du könntest dich vielleicht irren? In dem Fall irre ich mich bestimmt nicht. Da kann dir doch gar nichts passieren. Dann gehst du auf sie zu und sagst, ich habe zwar Alexander nicht mein Herz geschlossen, aber ich wünsche euch beiden alles Glück. Ja? Ja! Ja. Na gut, dann versuchen wir es mal so. Wusste Tim, dass du ein Kind von ihm willst? Ja, Und seit wann? seitdem... Ach, das ist doch egal. Nein, es ist nicht seit wann. Seit du dachtest, dass du schwanger von ihm bist? Kann sein. Na, da wird mir ja klar, warum Tim so von der Rolle war. Wieso? Ja, überleg doch mal. Wie würdest du denn reagieren, wenn man dir sagt, dass man was von dir will, was man schon längst hat? Ich würde mir wahrscheinlich verarscht vorkommen. Eben. Das gibt aber Tim noch lange nicht das Recht, mir vorzugaukeln, dass er eine Familie will. Wer sagt denn, dass er dir was vorgegaukelt hat? Und seine Reisepläne? Die hätte er sicherlich für dich begraben. So ein Blödsinn! Mann, Cleo! Tim meint es ernst. Wenn du ihm schon früh Bescheid gesagt hättest, was los ist, dann wäre es bestimmt nicht zu diesem Missverständnis gekommen. Ach, dann bin ich jetzt wieder an allem schuld. Nein. Aber ganz unschuldig bist du auch nicht. Entschuldige, Kein Problem. Was gibt's? ich wollte eigentlich nur wissen, wo ich die Sachen hier waschen kann. Ach, du willst waschen? Ja, wird langsam Zeit. Hast du eine Waschmaschine, die ich benutzen kann? Eine Maschine und Personal, das es bedient. Warte, ich rufe dir jemanden. Christiane! Nee, lass mal. Ich mach das schon selbst. Ich kann doch nicht andere Leute für mich arbeiten lassen. Diese Leute verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Willst du die arbeitslos machen? Nö. Na also. Ja, aber dann bring ich sie wenigstens selbst zur Waschmaschine. Nein, das wirst du nicht. Christiane! Hast wahrscheinlich dafür auch schon jemanden. Nein, das nicht, aber du kannst den Job gerne haben, wenn du willst. Ich kann mich gerade noch beherrschen. Das ist Schmutzwäsche. Okay, danke schön. Ich bin ja eh nur auf der Durchreise. Du willst wieder in den Dschungel? Ja klar, du nicht? Oh, mein Bedarf ist vorerst gedeckt. Später vielleicht mal wieder. Das klang vor ein paar Monaten aber noch ganz anders. Ja, da wusste ich auch noch nicht, was ich will. Ah, und jetzt weißt du's. Mhm. Und was gedenkst du so zu tun? Nichts. Barbara möchte, dass ich auf Distanz bleibe. Und ich werde ihren Wunsch respektieren. Prost. Da sind sie ja. Ich suche sie schon die ganze Zeit. Tilda braucht sie in der Küche. Und was wird aus den Hemden? Das mache ich schon. Was ist das denn? Schmutzwäsche von Herrn Petersen. Dann bringen Sie die mal nach unten. Bringen Sie mal einen frischen Stab. Und beeilen Sie sich. Ja, ja. Ich hole alles aus. Pass doch auf. Was denn? Ist doch nichts passiert. Ja, das liegt aber nicht an dir. Jetzt reg dich mal wieder ab oder willst ein paar? Hey, jetzt reicht's aber, ja? Weißt du was? Mach mir einfach ein Halt.
Einfach ignorieren, auch wenn es schwerfällt. Der hat Glück, dass ich keine kleinen Kinder schlage. Wie oft soll ich es euch noch sagen? Hier werden keine Blumen verkauft. Ich weiß, ihr wollt auch leben. Mir wäre es eigentlich auch egal. Aber es stört die Gäste. Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Blumenverkauf Flower Power. Ich soll dir einer Frau Cleo Winter geben. Sind Sie die Wohlfühlig? Wenn Sie Cleo Winter sind? Ja. Danke. Tschüss. Tschüss. Es tut mir unendlich leid. Bitte verzeih mir. Liebe Tim. Jetzt mach doch nicht so ein trauriges Gesicht, Jessica. Siehst du? Jetzt hast du mich sogar angesteckt. Wenn du traurig bist, bin ich auch traurig. Und wenn nicht, dann greifst du zu unerlaubten Hilfsmitteln. Ach, was soll ich denn bloß machen, um dich aufzuheitern? Hm? Ach, warum ist Papa auch so stur? Erwartest du Besuch? Eigentlich nicht. Guten Abend. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte mich gern kurz mit Ihnen unterhalten. Und mit meiner Tochter. Bitte. Was willst du? Ich möchte mich bei Ihnen für mein Verhalten entschuldigen. Mir ist klar geworden, dass ich Sie falsch beurteilt habe und ich wäre sehr froh, wenn Sie mir verzeihen könnten. Danke. Oh, Papa, ich bin ja so froh. Das hast du deiner Oma zu verdanken. Wo willst du hin? Neue Servietten besorgen. Tschüss. Jessica Englisch, du weinst ja. Vor Glück. So, ich habe hier 3 Cola. Und wo ist mein O-Saft? Oh, den habe ich vergessen, aber den bringe ich dir sofort. Macht ja nichts. Also die Männer von heute sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Wieso? Der eine weiß nicht, welche Getränke bestellt wurden und der andere kommt zu spät. Stimmt. Für Patrick besteht allerdings noch Hoffnung. Hi. Oh, hallo. Sag mal, weißt du, wo Cleo ist? Ist sie nicht hier? Vermut mir, dass sie auf ihrem Zimmer ist. Nee, ist sie nicht. Da komme ich gerade her. Ja, dann weiß ich's auch nicht. Soll ich ihr was ausrichten? Nee, danke. So wichtig ist es nicht. Hallihallo! Hi! Machst du mir ein Alt, bitte? Scheiße. Ich habe immer denselben Gedanken. Was hätte ich gemacht, wenn er umgekommen wäre dabei? Ich liebe ihn und ich hätte es ihm nicht mehr sagen können. Ich bin mir sicher, Christoph weiß das auch so. Vielleicht. Und anstatt hier über Dinge nachzudenken, die vielleicht hätten passieren können, solltest du dir besser überlegen, was du jetzt tun willst. Ich weiß es nicht. Das ist ja mein Problem. Ach was, das Leben ist viel zu kurz, als dass man einen Menschen, den man liebt, so lange warten lässt. Hm? Was mache ich denn, wenn er mich nicht mehr will? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Er ist so zurückhaltend in der letzten Zeit, ganz anders als nach seiner Rückkehr. Ja, was erwartest du, nachdem du ihn so lange zurückgewiesen hast? Dass er mir trotzdem zeigt, dass er mich will. Das wird er aber nicht tun. Er liebt dich viel zu sehr, um gegen deine Wünsche zu handeln. Was soll ich denn machen? Ja, geh hin, ergreif die Initiative, zeig ihm, wie sehr du ihn magst. Das sagst du so leicht. Ich weiß. Aber wenn du es jetzt nicht tust, dann ist es wirklich eines Tages zu spät. Und nachdem es dem Typen beim 27. Versuch tatsächlich gelungen ist, ja, Gypsy. Also Gypsy mit dem Lasso einzufangen, ja, da ging es erst richtig los. Ja, das glaube ich. Nach meiner Erfahrung mit deiner Stute. Ja, das ist doch total harmlos dagegen. Was so ein richtiger Cowboy ist, der gibt nicht so schnell auf wie du. Was heißt hier aufgeben? Ja, wir können es ja gerne mal auf den Versuch ankommen lassen. Ich bitte darum. Ja, zuerst sollte ich auch die Geschichte mit dem Cowboy erzählen. Also, pass mal. Nachdem er Gypsy eingefangen hatte, ja, da hat er seine Kumpels gerufen. Die haben dann mit 4 Mann versucht, sie zu satteln. Ja, umsonst, ne? Und nach 2, 3 Stunden haben sie dann endlich aufgegeben und ich war um $400 reich. Und die hast du dann in Bier umgesetzt und mit deiner Stute zusammen versoffen, stimmt's?
Woher weißt du das? Ja, weil du mir die Geschichte schon mal erzählt hast. Auf Borneo. Damals waren es allerdings nur 2 Cowboys und auch nur $200. Und das Pferd hieß, warte mal, war ja bei Cassandra, glaube ich, oder Kleopatra, ist ja auch egal. Nee, ist es nicht, weil Vergesslichkeit ist eine typische Zivilisationserscheinung. Mhm. Allgemeine Müdigkeit. Ich hau mich deswegen jetzt auch ganz schnell in die Falle. Ja. Und ich zeige dir den Weg. Nee, lass mal stecken. Ich finde meinen Weg schon ganz allein. Für alle Fälle habe ich ja meinen Kompass. Ja. Dein Zimmer liegt Richtung Ost-Nordost. Eis. Ach so. Der letzte Blick ins Feuerhaus. Ne? Ja, wie immer. Ein bisschen Zivilisation muss ich dir aber noch beibringen, mein Lieber. Gute Nacht! Dass du jetzt Bier trinkst, ist auch was Neues. Ja? Wenn ich mir vorstelle, dass wir wegen diesem Alexander fast nicht mehr miteinander geredet hätten. Dieser Alexander? Entschuldige, kommt nicht wieder vor. Das will ich auch hoffen. Eigentlich hat ja unser Streit auch was Gutes. So. Und das wäre? Die Versöhnung. Ja, da hast du recht. Ich habe mich furchtbar gefühlt. Ich mich auch. Aber das ist ja Gott sei Dank vorbei. Oma sei Dank. Ja, wenn sie nicht auf dich eingeredet hätte, dann hättest du dich niemals bei Alexander entschuldigt. Naja, manchmal bin ich halt ein bisschen uneinsichtig. Stimmt. Und wenn das nochmal vorkommt, dann hör gleich auf Oma. Versprochen. Und wenn du wieder deinen Dickkopf kriegst... Dann werde ich auch auf Oma hören. Ich muss los. Wieso? Ich möchte euch nicht länger stören. Sag mal, bist du eigentlich glücklich mit deinem Alexander? Eigentlich schon. Was heißt eigentlich schon? Naja, er hat Probleme, einen Job zu finden. Ich denke, er hat einen Job. Dann hat er sich die ganze Zeit von dieser Frau aushalten lassen. Leider. Ja, aber das ist vorbei und ich bin mir ganz sicher, dass sich in den nächsten Tagen was ergeben wird. Bestimmt, wenn er arbeiten will. Das will er. Tschüss. Tschüss. Papa. Ja. Ich bin wirklich froh, dass wir uns wieder vertragen. Ich auch. Christoph.